Hallo zusammen! Heute gibt es mal wieder einen Testbericht von der Insta360 Go 3, der wahrscheinlich kleinsten Actioncam der Welt. Ob die was taugt und was wir damit schon alles angestellt haben, das erfahrt ihr in diesem Video. Disclaimer, das ist ein Testgerät, das uns Insta360 vor dem offiziellen Release zur Verfügung gestellt hat und wir konnten jetzt schon ein paar Tage damit rumspielen. Schauen wir uns die Kamera mal kurz an. Sie ist absolut winzig, wiegt nur 35 Gramm und ist so völlig ohne Zubehör voll funktionsfähig. Und das ist ja schon ganz schön erstaunlich, dass man hier eine komplette Actioncam in so einem kleinen Format hat. Auch ein bisschen besorgniserregend, Stichwort Spionage, aber eben auch echt cool, weil es super viele Möglichkeiten eröffnet. Die Linse vorne filmt mit 2,7K. Ihr kennt wahrscheinlich alle Full HD. 2,7K sind ungefähr die doppelte Menge an Pixeln. Es sind zwei Mikrofone verbaut, dazu gleich noch ein Test. Durch Drücken auf die Vorderseite kann man das Filmen starten oder unterschiedliche Befehle ausführen und die Rückseite, die ist magnetisch, sodass man die Kamera an allen möglichen metallischen Gegenständen oder Oberflächen ganz einfach anbringen kann. Unter anderem auch an einem kleinen Magnetanhänger, den ich hier gerade unterm T-Shirt trage. Damit kann man dann aus der eigenen Perspektive filmen und die Hände bleiben trotzdem frei. Da fallen mir zig Szenarien ein, wo das richtig praktisch ist. Wir haben das letzte Woche zum Beispiel viel beim Fahrradfahren genutzt. Und da die Bildstabilisierung wie bei Insta360 üblich, kann man schon fast sagen, auch hier wieder sehr gut ist, bekommt man dann, selbst wenn man zum Beispiel geht oder sogar Treppen läuft, sehr wackelfreie Aufnahmen hin. Aber das noch nicht alles. Zur Kamera gehört nämlich auch noch ein völlig neuer Action-Pod. Darin kann man die Go 3 einklicken. Darin wird sie geladen, damit hat man zusätzliche Knöpfe und, das ist neu, damit bekommt sie nun auch endlich einen Bildschirm. Denn auf der Rückseite hier ist ein relativ großer Bildschirm eingebaut, der auch abgeklappt werden kann, auf dem man das Kamerabild sehen kann, mit dem man alle möglichen Einstellungen vornehmen kann und mit dem man die Kamera dann auch fernsteuern kann, wenn sie irgendwo anders angebracht ist. Das geht alles auch mit einem Handy, so wie es beim Vorgänger schon war, aber da muss man eben immer erst die App öffnen und eine Verbindung herstellen. Hier kann man die Kamera einfach rein und rausnehmen, wie man will, und die Kamera ist direkt mit der Halterung, mit dem Action Pod verbunden. Apropos Verbindung, die Kamera hat nicht nur eine magnetische Rückseite und kann in diesen Action Pod eingeklickt werden, sondern es wird auch eine Drehhalterung mitgeliefert. Die kann man auf allen möglichen Oberflächen einfach anbringen und so die Kamera zum Beispiel auch sehr gut während der Fahrt im Auto oder im Camper nutzen. Das geht sowohl mit dem Action Pod als auch mit der einzelnen Kamera und man kann den Sockel davon abschrauben. Drunter liegt dann ein 1/4 Zoll Gewinde, das ja mit den allermeisten Stativen und zig anderem Zubehör kompatibel ist. So ein Clip hier liegt auch noch bei, um die Kamera zum Beispiel an einer Cappy zu befestigen. Das ist eine weitere ganz gute Möglichkeit, ja, wenn man filmen und zeigen will, was man selbst sieht. Sprechen wir noch kurz über ein paar der Features, die die Kamera mitbringt. Wie die meisten Kameras von Insta360 kann auch die Go 3 mit nur einem Klick zum Beispiel Timeshift-Aufnahmen, also Zeitrafferaufnahmen machen.
Ja, was immer wieder ein cooler Effekt ist, auch das haben wir in den letzten Tagen gleich mehrfach genutzt, als wir an der Ostsee waren. Dazu kommt nächste oder übernächste Woche auch noch ein, ich glaube, sehr schönes Reisevideo. Seid gespannt. Man kann mit der Kamera auch Zeitlupen mit 4-facher Verlangsamung machen, das allerdings nur in Full HD. Und Fotos natürlich auch. Und Insta360 bringt dabei wieder ihren Pure-Shot-Modus zum Einsatz, der das Rauschen reduziert, den Dynamikumfang verbessert und die Farben insgesamt knackiger macht. Das waren jetzt im weitesten Sinne alles Standardsachen, zumindest für Insta360-Verhältnisse. Besonders interessant sind aber vor allem noch 2 Sachen. Wenn man im sogenannten Free-Frame-Videomodus filmt, kann man im Nachgang, also nachdem man Dinge gefilmt hat, noch nachträglich das Bildverhältnis ändern und in Teilen sogar den Bildausschnitt verschieben. Das geht, weil der Sensor in der Kamera mehr Bildinformation einfängt, als er anzeigt. Dadurch hat man dann einfach noch ein bisschen Spielraum. Das ist zum Beispiel super praktisch, wenn man einmal was gefilmt hat, es dann aber sowohl im Querformat für YouTube-Videos und Co. und im Hochformat für irgendwas auf Instagram zum Beispiel nutzen will. Die zweite Sache: Mit diesem Free-Frame-Video-Modus kann man dann auch die sogenannte 360-Grad-Horizontsperre aktivieren. Die sorgt dafür, dass das Video gerade bleibt. Ganz egal, was man mit der Kamera macht. Man kann die Kamera also einmal komplett um die eigene Achse drehen oder auf den Kopf stellen. Das Video bleibt trotzdem gerade in der Horizontalen. Das ist mega praktisch. Das konnte der Vorgänger zwar auch schon, aber ich finde es immer noch total faszinierend. Wobei das mit einer kleinen Einschränkung kommt. Wenn man diese beiden letztgenannten Features nutzen will, muss man die Aufnahmen vorm Teilen einmal durch die Insta360 Studio Software laufen lassen, um die Sachen da eben zu aktivieren. Die normalen Videodateien, die kann man direkt teilen und auf allen möglichen Geräten anschauen. Wasserdicht bis zu einer Tiefe von 5 Metern ist die Kamera auch. So, Fazit. Die Kamera macht Spaß, weil sie so klein ist, immer dabei und einfach zu bedienen ist. Die Bildqualität ist für so eine kleine Kamera wirklich gut. Klar, man kann hier bei Dunkelheit keine Wunder erwarten. Da sind größere Kameras mit größeren Sensoren natürlich im Vorteil. Aber das Einzigartige an der Go 3 ist eben ihre winzige Größe. Und durch diese ganzen vielen Befestigungsmöglichkeiten ist es wirklich ein richtig vielseitiger Begleiter. Der Action Pod mit dem Bildschirm hinten dran, der ist ein super Upgrade für alle, die live sehen wollen, was man filmt. Der Touchscreen funktioniert wirklich sehr gut und flüssig. Also das Ding ist super, eine super Ergänzung. Ich hätte mir aber eine Möglichkeit gewünscht, dass man die Kamera für den Transport zum Beispiel auch andersrum einlegen kann, um diese Linse zu schützen. Da ist zwar ein austauschbarer Linsenschutz drauf, aber ja, zusammen mit einem Schlüsselbund würde ich die Kamera trotzdem nicht einfach so in die Hosentasche stecken. Ich weiß nicht, ob da in der Zukunft noch irgendwelche Cases für erscheinen werden. Ich fände das praktisch, in jedem Fall. Die Akkulaufzeit, die soll deutlich gestiegen sein. Ich weiß nicht, wie lang sie beim Vorgänger war, aber bei der Go 3 habe ich es tatsächlich einfach mal getestet und mit der maximalen Auflösung von 2,7K hat die Kamera, und nur die Kamera ohne den Action Pod, in dem ja auch nochmal ein Akku steckt, fast eine Dreiviertelstunde am Stück aufgenommen. Das ist ein richtig ordentlicher Wert für so eine kleine Kamera und eben bei einer Auflösung von 2,7K. Mit dem Action Pod sollen es laut Datenblatt, ich glaube sogar 173 Minuten sein, aber das habe ich nicht getestet, da man mit so einer Kamera sowieso wohl niemals 3 Stunden am Stück filmen will. Und auch wichtig, wir hatten bei dem Test gestern muckelige 25 Grad und bis zum Ende hat die Kamera nicht überhitzt. Das war beim Vorgänger im Dauerbetrieb ein kleines Problem. Das haben sie hier offensichtlich sehr gut in den Griff bekommen. 2 Punkte noch. Es gibt jetzt mehr Speicherplatz, 32, 64 oder 128 GB, damit die größeren Dateien eben auch Platz finden. Das finde ich gut. Und der Sound ist auch überraschend gut. So, dann machen wir mal einen kleinen Soundtest. Ich bin jetzt hier gerade im Garten, ein paar Vögel zwitschern, es geht ein ganz, ganz leichter Wind. Ich bin sehr gespannt, wie das klingt. Ich finde, das klingt richtig, richtig ordentlich. Bei
starkem Wind wird die Kamera sicherlich irgendwie an ihre Grenzen kommen. Das ist bauartbedingt, aber ja, zum gelegentlichen Vloggen eignet sie sich damit echt gut. Wenn ihr mehr wissen wollt, wir verlinken euch die Website und den Shop von Insta360 hier unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr dann auch den Preis, den ich jetzt noch nicht kenne, da ich das hier ein paar Tage vor dem offiziellen Release filme. Ich hoffe, das Video war hilfreich und nützlich. Wenn ihr euch die Kamera kauft, wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Filmen. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Ciao.